Hallo zusammen, vor über 1,5 Jahren ist die neue Phoenix 7 Generation auf dem Markt erschienen und heute halten wir den Nachfolger oder besser gesagt das Update der Phoenix 7 Pro in der Hand. Hier stellt sich aber nun die Frage, für wen lohnt sich das Upgrade und wer sollte am besten auf die 8. Generation warten. Wenn wir uns die Modellpaletten anschauen, hat sich bei der Größe nicht viel getan. Wir erhalten immer noch eine Phoenix 7S Pro mit 42 mm, eine Phoenix 7 Pro mit 47 mm und die Phoenix 7X Pro mit 51 mm. Alle Größen gibt es dann ohne bzw. mit Saphirglas. Letzteres hat dann auch noch eine Lünette aus Titan verbaut, statt dann hier in Normalvariante mit Edelstahl. Eine erste offensichtliche Änderung ist hierbei die Taschenlampe. Während wir es beim Vorgängermodell nur in der 51 mm Variante bekommen haben, so erhalten nun alle Modelle dieses Feature. Dabei habt ihr die Möglichkeit beim Weißlicht das Ganze in 4 Stufen einzustellen bzw. zu regulieren und ihr habt auch dann die Option, wenn das Ganze mal eingestellt ist, über die Schnelltaste links oben das Ganze direkt zu starten bzw. einzuschalten. Neben der klassischen Taschenlampe könnt ihr beim Laufen dann auch noch ein Stroboskop aktivieren, welches unter anderem dann auf eure Schrittfrequenz zurückgreift. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch ein Rotlicht, was ihr an dieser Stelle hier nutzen könnt. Insgesamt ist die Taschenlampe ein wirklich sehr gutes Feature, was ich nicht mehr missen möchte. Sei es beim Hotelbesuch, bei einem Gang aufs Klo oder auch wenn man mal abends was im Zelt suchen möchte, so habt ihr dann immer ein Licht dabei. Was das Display angeht, so haben wir auch bei der Phoenix 7 Pro wieder ein Memory-in-Pixel-Display eingebaut. Dieses Display zeichnet sich darin aus, dass es gerade bei direkten Sonneneinstrahlung wirklich sehr gut ablesbar ist. Je nach Uhr unterscheidet sich dann auch hier dann die Größe des Displays. Während wir bei der Phoenix 7S ein 1,2 Zoll mit 240 x 240 Pixel großes Display bekommen, so haben wir bei der Phoenix 7 Pro 1,3 Zoll mit 260 x 260 Pixel und bei der 51 mm Variante 1,4 Zoll mit 280 x 280 Pixel eingebaut. Das neu verbaute Display zeigt verbesserte Kontraste und Farben, was man direkt im Vergleich mit dem Vorgänger auch wirklich gut erkennen kann. Das Display der Phoenix 7 Pro wirkt hierbei etwas heller, farbenfroh als noch bei der Phoenix 7 Reihe. Das neu eingeführte Auto Blacklight, welches bei der Auslieferung automatisch aktiviert ist, soll die Helligkeit bzw. das optische Bild noch besser anpassen. Mir persönlich war gerade drin in Räumen das Ganze zu dunkel, weshalb ich es direkt hier deaktiviert habe. Bedienen könnt ihr die Uhr wieder über 5 physische Tasten, als auch komplett über Touch oder eine Kombination aus beiden. Neu hinzu kommt, dass wenn ihr die Taste rechts unten lange gedrückt haltet, sich eine Art Taskleiste öffnet. Hier werden alle eure zuletzt verwendeten Widgets angezeigt, welche ihr direkt hier auswählen könnt. Die zweite äußerliche ersichtliche Änderung ist der neue optische Herzfrequenzsensor mit dem eingebauten Blutsauerstoffmessung. Hierbei wurde die Anzahl der LED für die Pulsmessung von 2 auf 6 erhöht. Garmin verspricht sich hierdurch nochmal eine bessere Messung der Herzfrequenz. Was wir aber an dieser Stelle noch nicht bekommen, ist eine EKG-Messung, auch wenn das baulich schon so aussieht, dass die Uhr das technisch unterstützt. So ist der Sensor hier vom Gehäuse entkoppelt. Es scheint wohl aber hier noch an der technischen Zulassung zu fehlen, daher kann man das Ganze hier noch nicht nutzen bzw. wird noch nicht angeboten. Was die Werte des neuen Sensors angeht, so bekommen wir sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen wirklich sehr gute Werte gegenüber einem Brustgurt angezeigt. Sei es beim grafischen Verlauf als auch bei der durchschnittlichen Herzfrequenz bzw. bei der maximalen Herzfrequenz. Was auch gut zu erkennen ist, die Uhr muss dabei richtig getragen werden, das heißt also nicht zu fest, aber auch nicht zu locker, da es sonst hier zu Messfehlern kommen kann. Beim Kraftsport selbst erkennt zwar der neue Herzfrequenzsensor die Tendenz besser als sein Vorgänger, ist aber hier an dieser Stelle immer noch viel zu ungenau. Daher würde ich an dieser Stelle beim Kraftsport immer noch zu einem Brustgurt raten, um hier genauere Werte zu erhalten. Wenn wir nur die Akkulaufzeit anschauen, muss man natürlich beachten, dass dies stark vom Nutzungsverhalten abhängt. Das heißt, wie lange ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet, dies kann man ja individuell einstellen, oder misst man 24/7 seinen Blutsauerstoff bzw. eine Herzfrequenz oder trackt man dann auch seinen Schlaf. So komme ich bei meinem Nutzungsverhalten mit der Garmin Phoenix 7X Pro mit eingeschaltetem 24 Herzfrequenzsensor und auch der Blutsauerstoffmessung, die ebenfalls 24/7 gemessen wird, bei 8 Sekunden Dauer der Hintergrundbeleuchtung, sofern ich dann meinen Arm mal schwenke, und der Helligkeitsstufe 40% auf eine Laufzeit von knapp 9 Tagen. Insgesamt wurde in dieser Zeit Aktivität von insgesamt knapp 5 Stunden im Multiband aufgezeichnet. Bei den Aktivitäten mit Multiband und eingeschalteter Navigation bin ich dabei auf eine Laufzeit von knapp 18 Stunden gekommen, wobei dies hier im kompletten Wald stattgefunden hat. Das heißt also, die Solarpanel konnten hier keine Energieladung aufnehmen bzw. durchführen. Im Gegensatz habe ich im Sadaq-U-Modus hier eine Laufzeit von knapp 28 Stunden erreicht.
Wenn wir uns dann die anderen Modelle mal anschauen, so kommen die Fenix 7S Pro so etwa auf knapp 40% der Leistung, das heißt bei meinem Nutzungsverhalten etwa auf 4 Tage Laufzeit. Im Gegensatz steht dann hier noch die Fenix 7 Pro, die etwa 65% der X-Version hat, auf knapp 6 Tage Laufzeit bei meinem genannten Nutzungsverhalten. Alternativ habt ihr natürlich auch die Option, einer der verschiedenen Energiepläne anzulegen oder wenn ihr mal auf eine größere Tour unterwegs seid, hier einen Expeditionsmodus zu aktivieren. Hier sind Laufzeiten mit GPS-Tracking bis zu 62 Tage mit der Fenix 7X Pro oder bis zu 26 Tage mit der Fenix 7S Pro möglich. Was die inneren Werte angeht, haben wir bei allen Modellen einen barometrischen Sensor, einen Temperatursensor, WLAN, ANT Plus und Bluetooth mit an Bord. Was nun alle Uhren gleich haben, egal welches Modell ihr wählt, ist die Speichergröße. Während man bei den Vorgängeruhren nur 60 GB für die kleineren Modelle zur Verfügung gestellt bekommen habt, so bekommen wir nun bei allen Uhren 32 GB internen Speicher. Sei es für mehr Offline-Musik wie etwa von Spotify, Deezer oder Amazon Music oder das Speichern von mehreren Offline-Karten für die Navigation. Was hier ebenfalls nun bei allen Uhren an Bord ist, ist auch das Multiband-GPS. Das Multiband-GPS ist das genaueste GPS, was wir aktuell auf dem Markt haben bzw. was es auf dem Markt gibt. Gerade wenn ihr im abgeschatteten Gebiet wie im Wald oder im Gebirge unterwegs seid, bekommen wir hier eine exakte Streckenmessung bzw. Tracking, was aber natürlich hier auf Kosten der Akkulaufzeit geht. Alternativ habt ihr aber auch die Option, das Ganze über SatIQ durchzuführen. Dabei sucht sich die Uhr anhand der Satellitenstärke, in welchem GPS-Modus sie hier die ganze Strecke aufzeichnen soll. Das Ganze wirkt sich natürlich dann positiv auf die Akkulaufzeit aus, weil die Uhr natürlich dann das Signal nimmt oder das System, was hier optimal gerade verwendet werden kann. Sowohl im Multiband als auch im SatIQ-Modus bekommen wir sehr gute GPS-Daten und es ist auch schön, dass es nun auch bei allen Uhren zur Verfügung steht. Natürlich bekommen wir bei der Fenix 7 Pro auch wieder einige Komfort-Features, die wir auch teilweise schon aus der Fenix 7-Reihe kennen. So habt ihr zum Beispiel einen Jetlag-Ratgeber, der euch für eure nächste Reise hilft, hier fit und munter anzukommen, als auch dann ein Widget für Ebbe und Flut. Hier könnt ihr weltweit Daten eintragen bzw. Standorte und hier einen Überblick bekommen, wann hier die Ebbe- und Flutzeiten sind. Und es darf natürlich auch keine Übersicht der Zeitzonen fehlen, als auch Aktienkurse, falls das euch an dieser Stelle interessiert. Natürlich darf hier auch nicht das neue Wetter-Widget fehlen, das euch wie gewohnt natürlich wieder eine Prognose in den nächsten Tagen bzw. auch in den nächsten Stunden anzeigt. Was wir neu hinzubekommen, sind dann hier auch eine dynamische Wetterkarte. So könnt ihr euch etwa den Niederschlag, die Temperatur, die Bewölkung oder auch die Windgeschwindigkeiten auf der Karte anzeigen lassen. Das Ganze geht an dieser Stelle aber nur in Verbindung mit einem Smartphone bzw. mit einem internetfähigen Handy. An sich ist es ein tolles Feature, aber leider funktioniert das Ganze im Moment nur direkt im Widget selbst. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Aktivität durchführt, habt ihr leider nicht die Option, das direkt in der Aktivität anzuschauen. Nein, ihr müsst dann hier raus aus der Aktivität und dann mal direkt ins Wetter-Widget, um hier an die Daten zu kommen. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch das Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-Widget, was ebenfalls durch die letzten Updates eine Revision bekommen habt. So könnt ihr euch klassisch natürlich den Sonnenverlauf auf eine Art Kreisanzeige anschauen. Nun habt ihr aber auch direkt in der Karte selber nochmal einen Überblick und könnt hier nochmal den Sonnenverlauf genauer anschauen bzw. euch hier nochmal besser orientieren. Auch beim Thema Fitness bietet die Garmin Fenix 7X Pro wieder einen Schrittzähler, einen Etagenzähler, eure verbrannten Kilokalorien und natürlich die bekannte Garmin Body Battery mit der angebundenen Stressmessung. Letzteres zeigt euch auch ganz gut an, sobald ihr hier einen Infekt habt. Zu diesem Thema hatte ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben mal, dann kannst du mal anschauen, wie das Ganze dann hier reagiert, sofern man krank ist. Wichtig für die Regeneration ist natürlich auch das Schlaftracking. Dies bekommt ihr bei der Fenix 7 Pro auch wieder in einen verschiedenen Schlafphasen analysiert bzw. ausgewertet. Darüber hinaus könnt ihr auch natürlich wieder einen Schlafplan hinterlegen, der dient vor allem für die Nutzer, welche zum Beispiel im Schichtbetrieb arbeiten. So fällt es der Uhr leichter, einmal euren Schlaf zu erkennen und sie setzt sich auch zu den hinterlegten Zeitpunkten direkt in den DND-Modus. Das heißt also, ihr werdet hier beim Schlaf nicht mit irgendwelchen Mitteilungen gestört. Insgesamt muss ich sagen, dass das Schlaftracking nicht an eine Apple Watch herankommt. Gerade die Serie 8 bzw. Ultra-Version bietet hier doch das beste Schlaftracking. Es ist aber auch nicht mehr so schlimm wie damals bei der Fenix 6, weil da war ja das Schlaftracking noch teilweise überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Die Zeiten werden zuverlässig erkannt und auch Unterbrechungen in der Nacht findet man nun in der Analyse. Ebenfalls bekommen wir auch wieder die individuell gemessene Herzfrequenzvariabilität, die euch auf einer persönlichen Grafik einzeigt oder einordnet, wie gut ihr euch in der Nacht erholt habt. Was wir neu hinzubekommen, ist das Health Widget. Dies ist kein Widget im eigentlichen Sinne, also nicht direkt mit einer Funktion, vielmehr habt ihr nun die Option, euer Interface aufzuräumen.
So könnt ihr zum Beispiel das Schritte-Widget, die Herzfrequenzmessung, das Schlaftracking in diesem Widget unterbringen, womit ihr euch langes Scrollen in der Widget-Übersicht erspart. Darüber hinaus bekommt ihr beim Health-Widget die ersten 2 Parameter direkt in einer Kurzübersicht angezeigt. Die Reihenfolge und welche Widgets im Health-Widget auftauchen sollen, könnt ihr dabei komplett individuell selbst gestalten bzw. auch sortieren. Was die Sportmetriken angeht, so bietet die Garmin Fenix 7 Pro alle Metriken, die Garmin hier aktuell zu bieten hat. Hier wäre zum Beispiel einmal das Trainingsbereitschafts-Widget zu nennen, was euch auf einen Blick anzeigt, ob ihr bereit für ein nächstes Workout seid. Einflussfaktoren sind dabei euer aktueller Schlaf, der Schlaf der letzten 7 Tage, die Erholungszeit, die Herzfrequenzvariabilität, also wie ihr euch in der Nacht dann wirklich erholt habt, als auch eure aktuelle Belastung und eure Stress. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist einer der besten Widgets, was Garmin in letzter Zeit hier angebracht hat, weil ihr einfach auf einen Blick seht, ob ihr wirklich erholt seid für einen Lauf, weil hier alle Parameter, die wichtig sind, mit einfließen. Im Training-Status-Widget bekommt ihr angezeigt, wie eure aktuelle Form ist. Das heißt also, baut ihr Form ab, baut ihr Form auf oder seid ihr sogar übertrainiert. Eine der verwendeten Metriken ist dabei auch das Trainingsload bzw. die Trainingsbelastung. Unter diesem Wert versteckt sich auch der von der Forna 965 eingeführte Wert, das Belastungsverhältnis. Hier bekommt ihr um den Wert 1 ganz einfach angezeigt, ob euer aktuelles Training im richtigen Verhältnis steht. Das heißt, ist der Wert unter 1, dann ist euer aktuelles Training weniger intensiv als noch in der Vergangenheit. Ist der Wert darüber, habt ihr euer Training im Verhältnis zur Vergangenheit gesteigert. Im Prinzip ist es eine vereinfachte Darstellung des Trainingsload und gerade für Anfänger wirklich sehr gut geeignet, um zu sehen, wie man hier im Training steht. Was auch nicht fehlen darf, ist natürlich die VO2 Max Messung, sowohl fürs Laufen als auch fürs Radfahren. Letzteres benötigt aber ein Leistungsmesser am Fahrrad, um hier die Werte zu erhalten. Das Widget selbst bietet dann auch noch eine Laufprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Ideal dafür ist dann auch das Wettkampf-Widget, bei dem ihr euch ein kommendes Event einen eigenen Trainingsplan erstellen lassen könnt. Dabei könnt ihr als Ziel entscheiden, ob ihr zu einer bestimmten Zeit oder generell die Distanz schaffen möchtet. Neben dem Trainingsplan bekommt ihr dann auch nochmal eine Übersicht über das Wetter, was an diesem Tag stattfindet, als natürlich dann auch eine Laufprognose, ob ihr dann hier euer Ziel, das ihr euch gesetzt habt, auch erreichen könnt. Neu hinzu kommen 2 neue Sportmetriken. Einmal wäre das der Ausdauerwert bzw. der Hill Score. Der Ausdauerwert gibt euch einen Aufschluss, wie lange ihr bei einer konstanter Zeit eine Aktivität durchführen könnt. Also wie lange kannst du zum Beispiel eine 520er Pace halten, ohne einen Einbruch zu bekommen. Dabei bewegt sich der Wert zwischen 1 und 8600 plus, was ich an dieser Stelle doch ein bisschen abstrakt finde. Insgesamt betrachtet dieser Wert hauptsächlich eure Aktivitäten der letzten 4 Wochen aus dem Laufen, Gehen und Radfahren. Dabei ist aber eher die Laufzeit der Trainings entscheidend als die Intensität. Das heißt, ein langsamer, entspannter 10 Kilometer Lauf ist besser als dir ein 10 Kilometer Intervalltraining. Im Prinzip funktioniert das Ganze wie in einem Trainingsplan. Auch hier gibt es sehr intensivarme, lange Läufe, um hier eine Grundfitness aufzubauen. Wie man im Widget gut erkennen kann, habe ich mein Training hier ein bisschen angepasst und man sieht auch ganz gut, dass mein Ausdauerwert hier in letzter Zeit stark bzw. stetig gestiegen ist. Insgesamt soll der Parameter eine bessere Vergleichbarkeit als der VO2 Max Wert bringen. Ein weiterer neuer Parameter ist der Hill Score, welcher nur fürs Laufen, aber nicht fürs Radfahren ermittelt wird. Dies ist ein Wert, der euch auf einen Blick zeigen soll, wie gut ihr am Berg lauft. Dabei bewegt sich der Parameter zwischen 1 und 100, wobei 1 Garmin als Freizeit bezeichnet und 100 als Elite. Es dauert so rund 2 Wochen, bis ihr die ersten Male hier Werte zu Gesicht bekommt. Voraussetzung dafür ist aber, dass ihr eure Laufeinheiten mit einer Herzfrequenzmessung und ermittelte VO2 Max durchführt. Also alles auch, was die Uhr hier an dieser Stelle bietet. Je mehr Einheiten ihr macht, desto genauer wird dann auch der Score. Dabei setzt sich der Score aus 3 Elementen zusammen. Einmal die VO2 Max, die wir ja schon kennen, als auch die Kraft am Berg und die Ausdauer am Berg. Bei der Ausdauer am Berg wird gemessen, wie gut die Pace bzw. Leistung bergauf halten kannst. Die Daten basieren auf dem positiven Höhenunterschied bei einer niedrigen Intensität. Kurzum, wie lange kannst du am Berg entspannt hochlaufen bzw. sich dabei unterhalten, ohne dass es für dich hier anstrengend wird. Der zweite Wert ist die Kraft am Berg. Diese Daten basieren auf dem positiven Höhenunterschied bei einer hohen Intensität. Das heißt, wie lange kannst du den Berg mit hoher Last hochlaufen, bis du halt irgendwann einbrichst bzw. nicht mehr laufen kannst. Schwierigkeiten sehe ich aber dann bei der Bewertung bzw. Ermittlung der Werte. Es wird zwar die Steigerung in Kombination mit der Herzfrequenz und Pace berücksichtigt, nur ist natürlich auch entscheidend, auf welchem Untergrund ich laufe. Es ist dann doch ein Unterschied, ob ich dann hier auf Asphalt laufe, auf Schotter oder auf einem Trail mit Holzwurzeln, bei dem ich immer wieder was ausweichen muss.
Beim Stichwort Trail ist natürlich auch immer interessant, welche Aktivitäten hat die neue Fenix 7 Pro zu bieten. So bekommen wir bei der Uhr über 30 neue Sportarten wie etwa Volleyball, Tischtennis, Squash oder auch Fußball dazu. So bieten die Sportarten aber nicht nur den Namen der Aktivität, sondern habt auch auf den Aktivitäten abgestimmte Datenfelder. So bekommen wir beim Trailrunning direkt die angepasste Pace als Hauptwert angezeigt, beziehungsweise beim Wandern habt ihr auch direkt die Höhen als auch die Anstiege, als auch beim Segeln hier die Geschwindigkeit, die hier dann direkt angezeigt wird. Ebenfalls haben wir auch bei der Fenix 7 Pro wieder die Wattmessung im Handgelenk, als auch die Stamina-Werte beim Laufen oder Radfahren, aber auch die Laufeffizienzwerte am Handgelenk dürfen bei der Garmin Fenix 7 Pro hier nicht fehlen. Das heißt, die vertikale Bewegung, die Schrittlänge oder das daraus resultierte vertikale Verhältnis bekommen wir jetzt hier auch am Handgelenk angezeigt. Die Werte wurden zwar schon in der Vergangenheit mit dem Garmin HRM Plus oder Pro Gurt als auch mit dem Garmin Pod ermittelt. In diesem Fall geht das nun auch ohne die genannten Geräte. Meine Tests haben aber gezeigt, dass das vertikale Verhältnis stark von den gemessenen Werten des Brustgurts abweicht. Das liegt daran, dass die Uhr gegenüber einem Brustgurt die vertikale Bewegung, also die Auf- und Abbewegung beim Laufen, hier anders misst als jetzt hier der Brustgurt bzw. hier Messfehler entstehen. Die Schrittlänge selbst werden aber dagegen halbwegs gut ermittelt. Da beide Werte aber mathematisch hier in einem Verhältnis zueinander stehen, bekommen wir natürlich bei der Errechnung des vertikalen Verhältnisses bei der Uhr gegenüber dem Gurt hier eine Abweichung. Das heißt also, wenn ihr hier genau in die Laufanalyse gehen wollt, müsst ihr hier einen Brustgurt nutzen, um hier exaktere Werte zu bekommen. Aber gerade für den Einstieg bzw. wenn man sich neu mit dem Thema Laufeffizienz auseinandersetzt, ist es zumindest ein guter Einstieg, um sich hier schon mal ein wenig mit den Werten vertraut zu machen. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Navigation bzw. die neuen Karten. Bei den Karten bekommen wir jetzt eine optische Verbesserung, das heißt, bei den Bergen und bei Erhebungen wird das Ganze optisch hervorgehoben. Das Ganze hilft euch hier besser bei Orientierung bzw. auch bei der direkten Planung einer Route, falls ihr das hier mal an der Route bzw. während der Route machen müsst. Bei der Navigation habt ihr auch die Möglichkeit, über die Karten auf der Uhr einen Punkt auszuwählen und euch über eine gewünschte Aktivität hin navigieren zu lassen. Auch bietet die Fenix 7 Pro eine Roundtrip-Routing-Funktion, bei dem die Uhr eine von euch bestimmte Distanz 3 Routen berechnet und ihr euch diese navigieren lassen könnt. Natürlich gibt es auch wieder eine Anbindung zu Komoot, Outdoor Active oder alternativ eine Routenplanung über Garmin Connect selbst. Zu letzterem habe ich auch mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich dir oben mal, da kannst du sehen, wie ihr euch selber hier über Garmin Connect eine Route zusammenstellen könnt. Wie ihr es bei der Garmin Navigation gewohnt seid, bekommt ihr auch hier wieder 40 Meter vorher bzw. direkt auf der Kreuzung ein Signal zur Abbiegung. Das Ganze sowohl akustisch als auch mit einer Vibration aufs Handgelenk. Leider bekommt man je nach Strecke nicht immer alle Abbiegehinweise angezeigt. Gerade da, wo Garmin eine Kurve als gerade interpretiert, bekommen wir hier an dieser Stelle keine Anweisung. Insgesamt kann man sagen, je nach Route kann es bis zu 1-2% der Abbiegehinweise sein, die an dieser Stelle nicht erscheinen. Was ebenfalls nicht fehlen darf, ist die Climb Pro Funktion, die euch Aufschluss über die kommenden Anstiege eines Berges näher bringt. Mehr dazu wird es auch bald in einem gesonderten Navigationsvideo geben, da zeige ich euch das Ganze nochmal im Detail bzw. auch in der Praxis. Was wir ebenfalls neu hinzubekommen, sind 2 neue Kartenlayouts. So habt ihr zum Beispiel die Option, auf der Karte hier einen Datenring anzeigen zu lassen und da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, alle Daten selber zu bestimmen. Als zweites Layout bekommt ihr dann noch einen geteilten Bildschirm, so habt ihr auf der linken Seite dann alle Daten in der Übersicht bzw. auf der rechten Seite die Karte. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen ist das Ganze hier geeignet? Habt ihr jetzt eine Fenix 3 HR, habt ihr eine Fenix 5 oder Fenix 6, dann ist natürlich hier die Fenix 7 Pro die erste Wahl, die ihr hier nutzen solltet. Habt ihr jetzt aber eine Fenix 7, also die Vorgeneration dieser Uhr, dann solltet ihr euch das Ganze nochmal überlegen. Viele der Update-Features sollen ja auch für die Fenix 7 kommen, das heißt also, ihr bekommt zumindest softwareseitig hier eine Anpassung. Insgesamt kann man sagen, es ist wirklich ein sehr gutes Facelift, was hier durchgeführt worden ist. Man hat hier keine Unterschiede mehr mit den Modellen. Der einzige Unterschied ist wirklich nur Saphirglas und nicht Saphirglas. Sonst hat man hier wirklich, was die inneren Werte angeht, hier wirklich keine Unterschiede mehr. Kritisch kann man natürlich hinterfragen, wieso ist das nicht von Anfang an passiert, wieso hat man hier vorher Unterschiede gemacht. Aber so ist es jetzt, wir haben jetzt hier die Fenix 7 Pro und ich hoffe, Garmin wird das mit der Fenix 8 Reihe hier weiterführen, dass wir hier nicht zwischen den kleinen Modellen kleine Unterschiede erhalten. Ich hoffe, ich konnte mit dem Test etwas weiterhelfen. Ich habe zur Uhr auch mal ein ausführliches Review gemacht. Da zeige ich euch ganz genau nochmal alle Funktionen der Uhr. Das verlinke ich dir unten mal. Beziehungsweise, wenn du schon Besitz dieser Uhr bist, ich habe auch diverse Tutorials um Garmin. Das verlinke ich dir oben mal. Da zeige ich dir, was du hier so alles einstellen kannst, beziehungsweise was deine Uhr so alles kann. Und wenn du, wie angesprochen, schon Besitzer der Uhr bist, schreib doch auch gerne mal in die Kommentare, wie dir die Uhr gefällt.
beziehungsweise was du kritisch findest oder was du nicht gut findest. Ich freue mich hier auf einen guten Austausch. Ansonsten, wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.